Hallo, ich bin der Bernhard. Ich bin seit der Geburt an hochgradig schwerhörig. Bei meiner älteren Schwester sind meine Eltern relativ spät draufgekommen, dass sie eine Hörbeeinträchtigung hat, und dementsprechend hat man bei mir relativ früh geschaut, ob das bei mir auch der Fall ist. Ich bin dann mit 6, 7 Monaten mit Hörgeräten versorgt worden. Das hat dann im Schulalter bis ins frühe Erwachsenealter gut gereicht. Ich habe dann mit dem Studium begonnen und das Bedürfnis gehabt, mehr zu hören, beziehungsweise bei den Vorlesungen im Studium mehr zu verstehen, und habe mich damit beschäftigt mit einem Cochlea-Implantat und habe mich dann zuerst auf der linken Seite, auf der schlechteren Seite implantieren lassen, um zu schauen, ob das was bewirkt, ob es einen Unterschied macht. Die rechte Seite, die gute Seite mit dem Hörgerät, wollte ich noch weiterhin behalten. Und die linke Seite mit dem schlechteren Ohr ist dann aber eigentlich so gut geworden, dass ich auch die andere, die bessere Seite implantieren lassen habe. Und im Endeffekt ist es auf jeden Fall jetzt besser wie vorher. Natürlich gibt es immer in lauter Umgebung auch weiterhin Schwierigkeiten. Es ist nicht so, dass alle Schwierigkeiten mit dem Gehör aufgehoben sind, aber es ist definitiv die beste technische Möglichkeit momentan, und in einer ruhigen Umgebung funktioniert das auch hervorragend. Im Medizinstudium war es jedenfalls sehr wertvoll, um einigermaßen gut mitzukommen, in Praktika, Seminaren, Vorlesungen. Also ich habe im Studium dann eigentlich meistens die vorderen Sitzreihen eingenommen, meistens ohne zusätzliche Hilfsmittel gearbeitet. Und natürlich zu Hause viel gelernt, und ja, das ist eigentlich im Studium dann gut gegangen. Also ich glaube, ohne die Cochlea-Implantate hätte ich das Medizinstudium nicht gemacht. Ich finde den Audiolink als Mikrofon während dem Autofahren sehr hilfreich, dass ich meine Beifahrerin oft verstehe, weil beim Autofahren muss ich auf die Straße schauen und kann nicht zur Beifahrerin rüberschauen. Und wenn sie den Audiolink als Mikrofon trägt, dann können wir uns super unterhalten. Ich verwende den Audiostream zum Telefonieren in der Arbeit, insbesondere ich gebe den in der Früh hinauf und am Abend nach der Arbeit herunter. Und das hilft mir im Klinikalltag ziemlich, mit den anderen Fachdisziplinen zu telefonieren. Man versteht dann natürlich viel mehr. Ja, ich glaube, dass Kinder sehr stark davon profitieren, wenn sie so früh wie möglich implantiert werden, wenn sie dafür in Frage kommen. Es hilft im frühen Kindesalter, im Schulalter, glaube ich, schon sehr ungemein, wenn man sich früh mit der Technologie auseinandersetzt. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich mich für das Cochlea-Implantat entschieden habe. Das hat mir schon im Alltag und im Beruf und im Studium einiges deutlich erleichtert.